im Anschluss an das heutige Bundesligaspiel 1. FC Leipzig gegen 1. FC Turbine Potsdam. Endstand 0:7, Halbzeit 0:4. Hier ist bei uns das erste Wort dem Gast, Bernd Schröder, mit Ihrer Einschätzung zum Spiel. Ja, wenn ich jetzt sage, wir haben 7:0 gewonnen und sind unzufrieden, dann werden das wieder einige nicht so richtig begreifen. Aber es ist einfach so, wir haben zwar 7:0 gewonnen, aber wenn man sieht, wie viele Chancen Lok hier gehabt hat, die wir selbst verschuldet haben, muss man sagen, das war nicht das Gelbe vom Ei, was wir heute gespielt haben. Unabhängig von dem Ergebnis. Wir haben andere Ansprüche, wir können auch 4:0 gewinnen, aber fußballerisch müssen wir dann besser in Aktionen kommen. Ich meine, das Schlimme ist ja, dass wir die beiden Ostvereine jetzt jeweils mit 7:0 nach Hause geschickt haben oder von zu Hause, also sowohl Jena als auch nach Leipzig. Das ist natürlich eine Situation, die müssen selbst bei sich selber klären. Man hat gemerkt, dass einige Spieler bei uns nicht in der Verfassung sind, wie man sich das vorstellt. Wir haben Schmidt hat ja nicht gespielt, Tietz hat nicht gespielt, Peter ist angeschlagen, Ananda ist angeschlagen. Deshalb haben wir auch nach dieser Niederlage in Frankfurt nicht so richtig ins Spiel gefunden. Das kann natürlich auch am Gegner liegen, der Gegner hat gut zugestellt. Aber wir haben es natürlich einfach gehabt mit so einer Hintermannschaft, die uns heute geboten hat. Da muss man aber die Tore machen und die haben wir gemacht. Und das andere ist natürlich so, wenn die 2 oder 3 Chancen nicht nutzen, kann man dazu nicht sagen. Ob es dann vielleicht hier und da offener gewesen wäre, das ist hypothetisch. Fußball ist kein Wunschkonzert und vielleicht auch keine Situation, wo man ob und wie kommen kann. Zum Schluss sind wir zufrieden, wir haben den Herbstmeistertitel, wir haben auch den Weihnachtsmeistertitel, wie man so schön sagt. Das heißt also, ich habe gesagt, wenn wir in dieser Halbserie mit 2 Punkten Rückstand in die Rückserie gehen, haben wir natürlich eine Chance, deutscher Meister zu werden. So könnten es 4 Punkte Vorsprung sein, vielleicht auch weniger, das wissen wir dann nicht, wenn wir jetzt in Hamburg spielen. Und ich denke, wir werden in der zweiten Halbserie auch eine Mannschaft wiedersehen, die konstruktiver spielt. Wir haben eine Verstärkung und dass wir dann, ich hoffe ja natürlich, dass die beiden Ostvereine drinnen bleiben, weil das immer eine schöne Sache ist, nicht so weit zu fahren. Und wir haben ja heute kein Auswärtsspiel gehabt, das muss man ja mal sagen. Wir haben heute ein Heimspiel gehabt durch unsere Fans. Und was mich am meisten berührt hat, dass ich 1968 war ich hier in Leipzig, hat sich vieles verändert, aber vieles ist auch so geblieben. Dankeschön. Ja, Jürgen Brauße, bitte die Einschätzung für Lok. Ja, erstmal Gratulation an Potsdam. Ich glaube, das ist ein normales eingetreten. Wenn Bernd Schröder nicht zufrieden war mit seiner Leistung, ich bin es auch nicht. Genau, den Punkt getroffen, wir haben wahnsinnig viele Chancen erarbeitet. Wenn mir vor dem Spiel jemand gesagt hätte, gegen Potsdam hier 5, 6 solche klaren Chancen zu haben, hätte ich nur gesagt, aha. Aber wir müssen die Dinger natürlich machen, zumindest 2 oder 3, die müssen rein. Im Umkehrschluss dann, was dann die Abwehr hinten in Inkonsequenz hat geboten, das kann man gegen Potsdam nicht bieten. Und das ist an und für sich der Unterschied, den es ausmacht, dass wir dort nicht mit dieser Entschlossenheit rangegangen sind, die Bälle geklärt haben oder an die Leute rangegangen sind, sodass natürlich dort Tore gefallen sind, die eigentlich hätten fallen dürfen. Denn richtig rausgespielt worden in der ersten Halbzeit war auch keins von Potsdam, richtiges Kind. Das war mehr oder weniger auch durch ein konsequentes Nachsetzen, durch ein konsequentes Dagegenhalten und wir Schlafeinlagen geboten und am Ende dann dort zur Halbzeit 4 Tore haben. Umkehrschluss, hervorragend nach vorn gespielt, mutig und frech, so wie wir es gefordert haben, ist nicht versteckt, die Bälle auch versucht flach zu halten und das Ergebnis war trotzdem kein Tor. Ich hoffe, dass wir irgendwann dieses Jahr ein Tor schießen hier, das wäre natürlich unbedingt ohne Tor ins neue Jahr zu gehen. Nachher waren wir dran, ich habe mich auch gefreut, dass trotzdem bis zum Schluss sich niemand aufgegeben hat, dass der Kampf jetzt wieder immer da gewesen ist, dass wir hier also nicht aufgesteckt haben, immer noch versucht haben, nach vorne was möglich zu machen. Aber man sieht ja doch dann das Unvermögen am Ende, beziehungsweise Unkonzentriertheit, die dann nicht zum Erfolg geführt haben. Vielen Dank. Gibt es Fragen an einen dabei Trainer? Nee, der nicht gut. Bernd Schröder hat ja schon Halbzeitfazit gezogen. Wie fällt das Halbzeitfazit aus Leipziger Sicht aus? Ja, als Aufsteiger mit 9 Punkten, ich sage mal, sind wir zumindest im Bereich, wo wir hätten mehr haben können.
wenn man den Verlauf sieht. Auf der anderen Seite bin ich zufrieden, was in den letzten Wochen passiert ist, dass die Mannschaft doch wieder enger zusammengerückt ist, dass der Kampfgeist hier wieder aufgeflammt ist, dass wir also auch hier Spiele wie gegen Bayern München oder gegen Jena angenommen haben und uns dort sehr gut in Szene als Team gestärkt haben. Und heute Woche im Pokal gegen Hamburg als gleiche Höhe meiner Ansicht nach gespielt haben. Am Ende ist das natürlich Potsdam kein Maßstab jetzt hier. Das war für uns eine Lehrstunde und auch dort einfach nochmal klar zu bringen. Also da müssen wir noch einiges verändern, gerade im Punkt Einstellung, sodass wir in der Rückrunde dann sicher mit dieser Kampfgeist hier reingehen und dann versuchen, dort uns nicht auf Abstiegsplatz zu bewegen. Okay. Es haben heute die Fernschüsse aus der zweiten Reihe gefehlt bei Leipzig, ist mir da aufgefallen. Oder war das falsch gezählt? Ja, aber da hat man nicht viele Möglichkeiten gehabt zum Schießen. Also wüsste ich jetzt nicht, wir haben es ja mehr im 1-1-Verhältnis. Waren wirklich die zweiten Bälle auch Jena, natürlich. In Potsdam war natürlich dort immer schneller am Ball und hat uns nicht zugelassen, dass wir schießen konnten. Ja, kurz zur zweiten Halbzeit stimmt, da hatte dann die Sache mal eine Möglichkeit, aber ja, da war eigentlich nicht viel da zum Schießen. Also ich hätte eine Frage an beide, ob Sie einen Unterschied zwischen Ost- und Westkultur hinsichtlich der Nachwuchsrekrutierung, Spielverhalten sehen oder ob Sie diese Unterschiede in der Liga eher zwischen den einzelnen Ligen in der Liga sehen. Also ob Sie immer noch so eine... Also meine Meinung über den Unerbau ist ja schon mehrfach verkündet worden. Mit dem Unerbau werden wir die zukünftige Nationalmannschaft auf die Beine stellen können, die uns wieder dahin führt, wo wir mal waren. Das gleiche gilt von Nachwuchs. Also ich bin zum Beispiel gegen diese Nachwuchs-Bundesliga, weil wir dort zurückfallen. Wir sind 9-mal deutscher Meister bei den B-Junioren und wir kriegen jetzt kaum Spieler raus. Und wenn die dann im norddeutschen Bereich dann gegeneinander spielen, gegen Wels spielen, ich bin ja in der Jungsstaffel, wir spielen ja nur gegen Jungs. Und wenn man die zweite Liga sieht, also ich habe nichts gegen die zweite Liga, aber eine zweite Liga mit 2 Staffeln, wie sie jetzt gespielt hat, hilft uns im Frauenfußball nicht weiter. Ob das Ost oder West ist, und unser Trainer der zweiten Mannschaft ist hier, wir sind Spitzenreiter der zweiten Liga, sind der Herbstmeister auch geworden. Aber es ist unwahrscheinlich schwierig, dort Spieler herauszufinden, weil das Niveau nicht ausreicht. Das heißt also, sowohl drüben als auch bei uns, wir haben natürlich einen Vorteil, wenn wir im westdeutschen Raum sind, da ist die Dichte viel größer und drum und dran. Und wir müssen natürlich hier gucken, dass wir mit unserem Spielermaterial zurechtkommen. Das wird ja für in den nächsten Jahren auch schwer. Ich hoffe, sie steigen nicht ab, weil man dann immer wieder Schwierigkeiten hat, aufzusteigen. Im Nachwuchsbereich ist auch eine Frage der Gesellschaft. Wir wissen ja bei den Jungs, wie sich sowas entwickelt. Also unsere Gesellschaft, da sind einige einfach nicht bereit, Leistungssport so zu leben, wie man sich das vorstellt. Und wir haben ja immer einen Schnitt der Gesellschaft in solchen Mannschaften. Wir haben zwar eine Elite-Schule mit 60 Mädels, wo man denkt, also da kommen jedes Jahr 5 raus, die Champions League spielen können, und das in Leipzig sind ja auch jetzt Gedanken, wo es vorangeht. Aber ich glaube, es wird unwahrscheinlich schwierig, weil die Spitzenmannschaften immer weiter weggehen oben. Und dann kommt dann ein langes Mittelfeld und hinten ist gar nichts. Und dann kommt noch die zweite Liga, also tut mir leid, aber der 20er wird er jetzt zurücktreten, irgendwann mal, vielleicht sogar schon eher. Der hat mich nur ein bisschen versucht, Linie reinzubringen. Wir sterben alle für sich selbst, wir wollten mal eine Aktion machen, die ganze Liga zusammen. Aber jetzt stirbt jeder für sich allein. Die 4 Spitzenmannschaften, die sind froh, dass sie über die Runden kommen, weil sie jeder für sich wirtschaftet. Interessiert kein Schwein mehr, was unten passiert, was hinten passiert. Uns interessiert das schon, weil wir auch eine gewisse Kultur pflegen wollen, insbesondere auch in dem Bereich Nordosten. Aber ich befürchte, die anderen ziehen ja auch nach in der Europa. Ich bin ja Champions League, wir können wieder sagen, wir hauen die 7, 8 Dinger rein, aber wir kommen jetzt in die Phase, wo man merkt, dass da was getan wird. Man sieht es im Handball, ich habe mich gestern mit Leuten im Handball unterhalten, Leipzig Hochburg im Handball, früher Frauenhandball, ausgeschieden jetzt bei der WM. Das ist auch ein Frauenbereich, wo man Know-how hatte. Wir müssen jetzt aufpassen, unser gesamten Frauenfußball geht das Know-how verloren und wir ruhen uns aus auf irgendwelchen Dingen. Wieder, wir sind 9-mal deutscher Meister von 11 Möglichkeiten. Da müssten wir doch absolute Spitze sein. Das sind wir leider nicht. Ich habe die nicht so gegengesetzt.
Dankeschön. Ja, würde mich wiederholen. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, möchte ich die Pressekonferenz schließen. Ich bedanke mich sehr herzlich und wünsche unseren Gästen eine angenehme Heimfahrt. Ich möchte nochmal den Wunsch aussprechen, dass die Stadtväter von Leipzig, die ja früher mal hinter diese Clubs gestanden haben oder hinter Lok und hinter Chemie, es gibt ja nun Chemie nicht mehr, ich glaube, dass Lok wieder Lok ist, die Jahre hätte man sich sparen können mit VfB. Auch dass diese Leute auch mal ein bisschen gucken auf diesen Verein, auf den Traditionsverein. Sicherlich gibt es andere Gedanken, man hat es ja gesehen, kommen 18.000 Zuschauer bei einem aufgepfropften Verein, der hier reinkommt, aber zum Schluss zählt natürlich immer wieder die Leistung auf dem Sportplatz, im Stadion. Und wenn RB, man muss mal so sagen, egal wie dieses zusammensetzt, die Leistung auf den Platz bringt, da geht auch jeder hinter. Und das ist das Problem, dass dann solche Vereine, die noch hier leider große Probleme haben. Und ich wünsche euch alles Gute, vor allen Dingen. Schlimmer ist, dass hier eine SPD-Stadtregierung ist und die Pläne bringt. Wir haben auch eine SPD bei uns im Bezirk.